stands in front of a caravan near a crowd. Meine Freunde, eure Geduld wird belohnt. Denn das Beste kommt zum Schluss. Ich entdeckte kürzlich ein Allheilmittel von unerreichter Macht. Schon bald wird es in den Regalen aller Häuser der Außenwelt stehen. Dieses Elixier wird nach einem alten Rezept hergestellt. Es enthält Patreonblumen, margovianischen Nektar und Zähne von arktikanischen Drachen. All dies und mehr, durchdrungen von lekorianischer Magie. Es gibt ein Dorf im nächsten Kanton, in dem jeder dieses Wundermittel gekauft hat. Und über Nacht sind alle Krankheiten, sogar Tarkat, verschwunden. Derart starke Magie ist jedoch sehr teuer. Und ihr fragt euch bestimmt, kann ich mir das leisten? Doch die eigentliche Frage ist, was passiert, wenn ich es mir nicht leisten kann? Du lügst, Shang Tsung. Deine Mittel sind nutzlos. The crowd parts for a bald man as he strides to Shang Tsung, fists hanging at his sides. Du bist... Dumm genug, dir einst geglaubt zu haben. Meine Tochter lag im Sterben, als du zu uns kamst. Du versprachst uns ein Wunder und ich gab dir alles, was ich hatte. Doch nur Tage darauf war sie tot. Das ist unmöglich. Meine Magie hätte niemals versagt. Es gab keine Magie! Ich brachte dein Elixier zu einer imperialen Magierin. Und weißt du, was sie sagte? The bald man snatches a potion from him and throws it down. Es ist nichts! Nur Boyan-Tee! Dann irrt die Magierin, guter Mann. Meine Elixiere sind ohnegleichen. Die Wirksamkeit ist garantiert. The bald man flings him to the ground. Shang Tsung raises his hands as the crowd closes in around him. Lightning flashes over Shang Tsung's caravan at night. Lamplight pours out from it. Shang Tsung emerges from a door in his caravan, a small case in one hand. He slowly takes a seat on the small wooden stairway leading from his caravan door. He opens the case, revealing a mirror inside. He squeezes his eyes shut, then reaches for his head. His long grey beard drops to the muddy ground. Shang Tsung regards his reflection, now younger, beardless, and with shorter hair. A woman stands nearby. Einem netten alten Mann trauen Leute vom Land viel Ehre. Bist du im Namen eines unzufriedenen Kunden hier? Wollt ihr Rache? Dann nur zu. Wollt ihr Entschädigung? Es ist nichts übrig. Was ich will, Shang Tsung, ist dein Aufstieg zu dem großen Zauberer, als der du dich im Moment nur ausgibst. Ein nobles Angebot. Warum ich? Weil du jede Krise meisterst. Wer sonst könnte durch das Hinterland der Außenwelt reisen und als Quacksalber von falscher Magie leben? Tja, Leben. Kaum mehr als Überleben. Du bist zu so viel mehr bestimmt. Unter Königen zu leben, nicht unter Bauern. Doch noch vor deiner Geburt haben sich jene gegen dich verschworen, die fürchten, wie gewaltig du werden könntest. Woher weißt du das? Wer bist du? Ich bin deine Erretterin, Shang Tsung. Hör zu. Schließ dich mir an und das Reich wird dir gehören. Water streams down Shang Tsung's face as he meets the woman's glowing blue eyes. He smiles toothily. A title appears, Mortal Kombat 1. 3 men wearing sun hats plow a farm by various cottages. Power line towers hang crookedly near them. An ornate building sits on a mountain peak looming behind. Eine gute Ernte, Cum Lao. Ja,
Es ist ein Segen, Raider. Würdest du lieber verhungern? Nein, nein, natürlich nicht. Doch wir arbeiten schon ewig auf diesen Feldern. In 40 Jahren werden wir noch hier sein. Gebeugt und kraftlos wie der alte Wei. An old man glares at them and spits. Kung Lao waves. Schon solange ich dich kenne, wolltest du raus aus Fengjian. Kannst du nicht hier glücklich sein? Unsere Vorfahren kämpften in großen Kriegen. Sie starben mit Ehre und Ruhm. Unsere aufregenden Abenteuer wird man noch den Enkelkindern erzählen. Es ist vielleicht nicht ruhmvoll, doch unsere Arbeit hilft dem Dorf zu gedeihen. Ich weiß. Aber ist es denn so falsch, etwas mehr zu wollen? Wenn du mehr willst, wie wäre es mit einer Wette? Abendessen bei Madame Bo. Wer zuletzt fertig ist, zahlt. Du willst schneller als ich sein? Seit wann? Na los, Raiden. Kung Lao and Raiden both smirk while they shake hands. The two men pass the day harvesting cabbages from their field and throwing them into separate carts. Kung Lao wipes sweat from his brow, then quickly pushes his cart with Raiden down a dirt road to the cottages. A woman uses a kettle to pour tea into a pair of small porcelain cups on a table in a crowded restaurant. She carries a platter with the cups and kettle away as Kung Lao and Raiden walk in. Das ist unglaublich. Ich verhungere. Was Madame Bo heute Abend wohl kocht? An old woman approaches. Für euch, was immer ihr wollt. Danke, Madame Bo. Das ist toll. Für mich seid ihr wie meine Söhne. Madame Bo leads them to an outdoor dining area. They sit at one of the many tables. Habt ihr zwei meine Lektionen geübt? Bestmöglich. Die Ernte lässt uns leider wenig Zeit für Kampfkünste. Immer nur Ausreden, Kung Lao, sobald du den Mund aufmachst. Ohne Vorbereitung. Findet ihr nur Enttäuschung? Gut, du hast dich erinnert. Vielleicht gibt es heute doch etwas Leckeres. Gut, dass du zahlst. Madame Bos Wut könnte den Preis hochtreiben. Ich bezahle? Du warst doch nach mir fertig. Aber mein Wagen war zuerst da. Zuerst da? Es hieß fertig. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Du willst es wohl so, ja? Dann regeln wir das Mann gegen Mann. Hm? They walk off. Halt, du willst kämpfen? Ja. Gleich hier, gleich jetzt. Madame Bo sieht zu und bewertet uns. A hooded man with glowing white eyes watches them pass by. 2 von 3 Siegen? Also gut. Aber sei vorsichtig. Madame Bo wirft uns raus, wenn was kaputt geht. Dafür wird es nicht lange genug dauern. Du wirst schon bald am Boot liegen. Fight! Wirklich noch eine Runde? Wir wissen doch, wie es endet. Hoffnungslos. Kung Lao bows to the watching crowd while Raiden kneels.
Kung Lao helps him up. Du hast mich noch nie geschlagen. Der Tag wird kommen, Kung Lao. Red dir das nur ein. A variety of plates and bowls with scraps of food in them sit on Kung Lao and Raiden's table. Du warst hungrig. Oh, das war alles köstlich, Madame Bo. Danke, Raiden. Für euch Jungs koche ich immer gern. Raiden hands her cash, but his face drops as she beckons for more. A breeze wafts a bill from his hand toward a man in a dark garb and gas mask. He closes his fist around the bill, then looks toward Kung Lao and Raiden. Madame Bo, die Lin Kuei erwarten eine Antwort. 5 people in dark clothes and cloth masks stand with him. He advances on Madame Bo. Ich hatte zu tun, Smoke. She steps away. Die Lin Kuei? Wer sind die? Keine Ahnung. Aber das gefällt mir gar nicht. Was machen wir? Sei bereit. Madame Bo, es ist doch einfach. Zahl für unseren Schutz oder dieses nette Haus wird leiden. Ihr bekommt gar nichts. Schade, Madame Bo. Sehr bedauerlich. He turns to the Lin Kuei warriors and nods. They flip tables and chairs. Madame Bo punches Smoke's face. He blocks her next flurry of jabs, then flips her through a railing. She falls onto a table below, breaking it. Madame Bo! Kung Lao and Raiden quickly get up from their table and fight their way through the Lin Kuei warriors. Smoke throws a smoke bomb, then jumps through the spreading cloud and kicks Kung Lao and Raiden to the floor. Ihr zwei seid mutig. Doch gegen uns habt ihr keine Chance. Uns ist egal, wer ihr seid und zu wem ihr gehört. Ihr werdet Madame Bo nicht drohen. Fight! Pass auf, du hast dich mit dem Falschen angelegt. Wer hat jetzt keine Chance? Raiden punches a Lin Kuei, who stumbles back. Kung Lao grabs him, then drops him. Das warst du? Ehrlich, ich bin auch überrascht. Na los, helfen wir Madame A Bo. figure in blue, Sub-Zero, watches from a rooftop. He throws a bolt of ice at their feet. A man in yellow, Scorpion, paces over while spinning a kunai-tipped rope dart. His upper arms are bare, showing a scorpion tattoo. Bleibt, wo ihr seid. Sub-Zero shoots another ice bolt. It strikes the railing behind them. Wie hat das bloß gemacht? Ich habe keine Ahnung. Das hier geht nur die Lin Kuei etwas an. Geht oder spürt unseren Zorn. Madame Bo im Stich lassen? Auf keinen Fall. Sub-Zero leaps onto Raiden and tackles him down a stairway. The rope dart wraps around Kung Lao's leg. Scorpion pulls at him with it. Komm hierher! He yanks Kung Lao to the floor and drags him closer. Kung Lao rolls to his feet, then jumps and spin kicks Scorpion's head. Noch mehr? Aber gerne doch. Ihr werdet besser geflohen. Man legt sich einfach nicht mit den Lin Kuei an. Fight! Für die Shaolin!
Falls es dich interessiert, noch bereue ich das hier nicht. Sub-Zero skewers the victim's skull with ice daggers. He headbutts them. Scorpion slings rope darts through his victim's sternum and neck. He pulls. Scorpion slams them. Zweifelst du schon an deiner Entscheidung? Du solltest dich nicht mit mir anlegen. Kung Lao watches Sub-Zero kick Raiden into a pillar from the balcony. Raiden looks up, then climbs the pillar to the level above. Sub-Zero eyes him, then kicks 2 legs out from under a table, turning it into a ramp. He uses it to vault through the air and kick Raiden on the upper level. Raiden staggers into a bar counter where a man drinks. Raiden grabs a cleaver from a pig's head sitting on the bar and swings it at Sub-Zero. Sub-Zero weaves around the blade and Raiden slices off the cap of the man's liquor bottle. He pours it into a cup. Sub-Zero blasts ice at Raiden, freezing his hands to the bar. The man plucks a bit of the ice and drops it into his drink. Kung Lao throws his hat at Sub-Zero's head. It bounces off harmlessly. Smirking, Kung Lao shrugs. Inkompetent. Kung Lao chucks a circular chakram decoration. It nicks Sub-Zero and plunges into a wall. Ho, schon besser. Ich habe genug von dir. Dann geh, bevor ich dich wie den Rest deiner Lin Kuei erledige. Du hast keine Chance gegen den Großmeister der Lin Kuei. Fight! Ich muss einfach fragen, kann irgendeiner von uns Lin Kuei kämpfen? The attacker hits the victim's face with a hook, then twists their arm to break their shoulder. Sub-Zero slides on ice shards which stab up through his victim's abdomen and skull. He then chops down with an ice war hammer. Und du bist sicher ein Großmeister? Kung Lao picks up his hat, then eyes the chakram decoration stuck in the wall. He strokes the hat's brim. Interessant. Kung Lao, hier rüber! Raiden checks Madame Beau's pulse as she lies inert, eyes shut. Kung Lao hurries over to them.
Madame Bo. Bewusstlos. Oh nein. Ist sie tot? Tot? Noch nicht. She gets to her feet, lips a cigarette, then ignites it with a lighter. Madame Bo. Wie geht es? Kung Lao! The hooded man with the glowing white eyes approaches them. Madame Bo takes a drag from her cigarette while the man meets her eye. Nun, Madame Bo, sind Sie bereit? Ein bisschen dickköpfig vielleicht. Aber ja, sind sie. Seine Augen leuchten. Ich bin Lord Liu Kang, Gott des Feuers, Beschützer des Erdenreiches. Gott? Erdenreich? Madame Bo hat euch auf diesen Moment vorbereitet, seit ihr klein wart. Nun, seid ihr würdig, meinen Champions beizutreten? Der Kampf war... ein Test? Ein Test eurer Fertigkeiten. Genau. Liu Kang looks to the upper level. Bihan, Kuai Liang. Smoke, Scorpion, Sub-Zero, and the other numerous Lin Kuei warriors get to their feet. Kung Lao crosses his arms and crinkles his nose as Sub-Zero and Scorpion step to him and Raiden. The others stand along the balcony. Sub-Zero and Scorpion stand on either side of Liu Kang. Und die sind keine Verbrecher? Die Lin Kuei sind ein uralter Clan, der das Erdenreich beschützen soll. Du sagst immer Erdenreich. Meinst du die Erde? Ihr Jungs habt noch so viel zu lernen. Die Erde gehört zum Erdenreich. Das Erdenreich ist eines von vielen Reichen. Zusammen bilden sie das gesamte Universum. Die Reiche können erbittert streiten. Darum müssen die Champions unseres verteidigen. Es ist bald Zeit für das große Kampfkunstturnier zwischen dem Erdenreich und dem Reich der Außenwelt. Einmal pro Jahrhundert kann jedes Reich dabei seine Stärke beweisen. Unsere Reiche leben im Frieden, doch es gibt Außenweltler, die einen Krieg vorziehen. Unser Sieg im Turnier wird ihren Eifer dämpfen. Ich habe euch alles beigebracht. Beendet nun euer Training mit Lord Liu Kang. Mehr Training? Die haben uns nicht mal besiegt. Was? Sie haben sich zurückgehalten. Hätten wir das nicht getan, hättet ihr niemals überlebt. Kommt. Die Mönche der Wuxi-Akademie erwarten euch zum Unterricht. Ich bin bereit, Lord Liu Kang. Und du, Raiden? Shenzhen verlassen? Sie brauchen mich. Das Erdenreich braucht dich. Du dienst dem Dorf am besten als sein Champion, Raiden. Ich verstehe. Wunderbar. Ich komme bald nach. Zuerst muss ich weitere Champions versammeln. Sunlight soaks through a jungle canopy. A man in a leather jacket and wide-brim hat hacks through the foliage with a machete. Another younger man with a backpack and rifle trails behind him. The men pause. Wir sind hier falsch. Wir sollten zurückgehen, den Weg prüfen. Hier entlang. The man with the hat slices through the jungle as he strides forward. The pair slow to a stop and look out at a massive human skull carved into the front of a stone edifice, a large doorway at its mouth. Der Tempel. The pair move along a ruined stone pathway leading to the temple entrance. They stop near a seated woman. Flies buzz around her. The man with the hat shines a flashlight in the woman's face, revealing her to be a corpse with various darts sticking from her. Rot partially covers her face and her glassy eyes gaze blankly out. A swarm of beetles scurry out of her mouth. Verdammt, Alessia. He cringes as the younger man's face draws tight. They examine numerous holes on the temple doorway. Die Pfeile kamen von hier. The man leafs through a journal filled with notes and drawings of venomous animals. Kannst du's öffnen? Ohne uns zu töten? Hoffentlich. The temple doors open. Light streams past the two men and into the dusty entryway of the temple. Both turn on their flashlights and step inside.
They walk through a broad hall. Thick pillars with human figures carved into them line its walls. They turn a corner. Sunlight floods through ruined parts of the wall to their left, and small weeds rise from cracks in the stone floor. Schalt sie aus. They turn off their flashlights. Es wird definitiv wärmer. The pair moves down an aisle hedged in by low walls. Lines of fire flicker along the top of each wall. Wieso brennen die noch? Das Öl kommt aus dem Boden. Die Kammer scheint es zu kanalisieren. They move to a doorway blanketed with ivy at the end of the aisle and pause. The two men hop down a short ledge and continue forward. The man with the hat leads the younger man down a path winding through various tall rock formations. They enter a vast chamber. Metal hooks hang from the ceiling over flames flickering in a central circular dais where the rotting body of a man sits on a throne made of intricately carved stone. He holds an ornate metal shield in one hand and a mace in the other. Kataravala und sein Schild. Was? Silver liquid shimmers around large stones in the floor beyond. Na und? Da ist Metall im Boden. Nicht einfach irgendein Metall. Flüssiges Quecksilber. Shit, das ist giftig! Tödlich. Folge einfach meinen Schritten. The man with the hat carefully picks his way across the path of stones, the younger man close behind. The younger man steps onto a different stone and starts to fall. The man with the hat grabs his shoulder. Was hab ich gesagt? The man with the hat steps back on another stone. It sinks a little. The two men sprint across the stones as liquid mercury floods out of channels and ruined pillars surrounding the dais. The man with the hat reaches the other side. The younger man stumbles, then leaps to solid ground. Tut mir leid, ich... Nicht jetzt. He examines the reflection of a pillar in the liquid mercury surrounding the dais. He eyes the pillar itself. Hol den Sprengstoff raus. Das wird die Brücke? Genau zielen. Dann fällt es richtig. The younger man sets explosives at the base of the pillar. A gnarled hand shoots up from the liquid mercury. Two armored women with tattered bat wings rise up. Die Kalimar. Sie sind echt? The Kalimar fly toward them. Mach weiter. Ich kümmere mich um die Biester. Ihr stört Kataravalas Schlaf. Dafür sollt ihr sterben. Fight! Ich hab die Schnauze so voll von dir. Keine Zeit zum Sterben, gute Frau. The man with the hat rushes over. Alles okay? Ja, bereit? The younger man nods and detonates a bomb that blows up a pillar. The pillar falls and they fist bump. Ein Punkt für die Physik. Dann los. They walk across the fallen pillar above the pool of mercury and explore deeper into the overgrown tomb. They stop by the corpse of Kataravala. The man with the hat brushes his hand across its shield. The younger man exclaims, Das ist Millionen wert. Es gehört in ein Museum. He grabs the shield. The younger man leans in, and Kataravala's face turns. He staggers back and falls into the mercury. He struggles, but the liquid overtakes him.
Kataravala swings a spiked mace. The man dodges and jumps onto the pillar. It strikes the shield and throws him onto the ground. He quickly sits up as it pounces. It chucks away its broken mace. It stalks over. Das gehört dir nicht. He rises. Brauchst es nicht, du bist tot. Apropos, das da war mein bester Freund. Und ich vergebe nicht ohne weiteres. Fight! Also, wo ist der Schild? He sprints past Kataravala. Ich bin doch nicht besiegt. Doch, bist du. He spins, chucks the shield, and cuts its head off clean. The shield slams against the wall and bounces back into his hand. Es wird Zeit zu gehen. Cut! Das war's. Ich wusste es. Puh, das war echt gut. Siehst du doch auch so, oder? Crew member. Tempel von Kataravala, Take 39, Klappe. Director. Alles in... In a studio, crew cheer. The director takes off a headset and hands it to a woman. The hatted man shakes his hand. Steven, das war fantastisch. Danke. Genau wie früher. Und die Requisiten. Einfach genial. Steven takes the shield. Warst du auch, Johnny? Hey, wegen dem Pitch, also das Karate-Zombie-Ding. 4 Filme vielleicht? Eine Streaming-Serie? Johnny, ich weiß. Hast recht. Nicht hier. Ich komme nachher zu dir ins Büro. Geht nicht. Ich muss noch die Cutter treffen. Walking away. Marsha ruft dich an. Johnny pumps a fist in the air. Toll! Klar, die Assistentin ruft mich. A blonde woman. Das war toll, Schatz. Ja, nicht wahr? Wir sollten feiern. Ich denke an eine Privatparty. Johnny, wir müssen reden. She walks off, and Johnny hangs his head. Later, in a luxury mansion in the hills. Du bist nicht mehr der Kampfkunst-Superstar von früher, Schatz. Du hast Glück, dass Steven dir was schuldig war. Es ist alles okay, Chris. Wirklich. Das Universum hier ist die Realität. Verstehst du? Wir sind pleite. Das geht so nicht weiter. Ach ja? Und jetzt? Also, zuerst sollten wir das Haus verkaufen. Ich brauche Nachschub. Oh, Johnny, das geht so nicht mehr. Oh, das waren 10.000 für die Skulptur, 30.000 für die Drohne und das dumme Schwert. 3 Millionen $. Hey, Cento hat Geschichte. Das Schwert kommt aus... Oh, darum geht's nicht, Johnny. Chris, Schatz, die Arbeit, das Geld, das kommt schon. Stevens Film ist erst der Anfang. Ich muss einfach weitermachen. Wenn ich an den Erfolg glaube, kommt er auch. Sonst ist Johnny Cage am Ende. She frowns. Johnny rests his hands on her shoulders. She pushes one hand aside. Mein Mann ist